Mehr als 40 Tage waren wir im Mai und Juni auf Reisen und haben dabei mehr als 20 Campingplätze und Stellplätze angefahren. Über einen möchte ich in diesem Video berichten, und zwar Trio Lago an der Mosel. Herzlich willkommen zu diesem Video. Kurzer Blick auf die Karte, wo liegt der Platz? An der Mosel, hatte ich schon gesagt, etwas nordöstlich von Trier. Ich würde mal schätzen, so circa 20 Kilometer entfernt. Wir waren zuletzt in Frankreich und sind dann zurück nach Deutschland gefahren und haben uns spontan für diesen Stellplatz entschieden. Der Platz ist mit einer Schrankenanlage ausgestattet, das heißt, man fährt hier vor bis an die Schranke und zieht dann ein Ticket links an den Säulen und kann dann den Platz befahren, bzw. die Schranke öffnet sich und man kann auf den Platz fahren. Dann gibt es noch den Hinweis, dass man, wenn man im Voraus bezahlt hat, den Platz mit dem Mobil verlassen kann und auch wieder so ohne weiteres einfahren kann. Gut finde ich diese Tafel mit dem Hinweis auf die Gebühren und dass alles inklusive ist, Strom und so weiter, und das gleich beim Einfahren erfährt. Es gibt eine Parzellierung. Insgesamt sind es ca. 50, 60 Plätze hier, genau weiß ich es nicht. Und die Größe, ja 6 Meter breit würde ich mal so schätzen. Und für Fahrzeuge bis 10 Meter sollte es gehen. Hunde sind erlaubt hier. Der Platz ist so angelegt, dass man in die Runde fahren kann. Hier sehen wir das von oben. In der Mitte der Stellplatz, rechts daneben der Campingplatz. Und insgesamt ist das Ganze ein Freizeitgebiet mit Wassersportmöglichkeiten und vielen Freizeitmöglichkeiten. Jede Parzelle hat ihren Stromanschluss. Der Preis für den Strom ist in der Platzgebühr enthalten von 15 €. Wir sind hier auf einem Sonntagnachmittag angekommen. Da war der Platz noch gut belegt, aber es gab auch schon freie Plätze. Ich habe mir sagen lassen, am Wochenende ist der Platz meistens sehr gut besucht. In der Woche gibt es dann doch freie Plätze. Man hat einen schönen Blick in die Landschaft von hier und auch einen kleinen See, der direkt angrenzt, den man aber, glaube ich, nicht direkt vom Platz erreichen kann. Man muss dazu raus, um an den See zu kommen. Direkt neben der Einfahrt vom Stellplatz gibt es gastronomische Betriebe. Hier kann man Getränke bekommen, man kann was zu essen bekommen. Man hört am Tage schon, wenn hier Betrieb ist, etwas auf dem Platz davon. In der Nacht war es aber ruhig. Das kleine Häuschen, was wir hier jetzt sehen, dort gibt es eine kleine sanitäre Anlage und dort ist auch die End- und Versorgung. Wir können hier unsere Toilette leeren und es gibt hier auch die Möglichkeit zu duschen und die Toilette zu nutzen. So wie ich das richtig sehe, war die Toilettennutzung kostenfrei. Duschen kostet 1 €. Die Entsorgung ist großzügig, sodass man ohne großes Rangieren hier entsorgen kann. Jetzt noch was zur Umgebung. Wir sind ja hier an der Mosel und hier gibt es natürlich viele Möglichkeiten, mit dem Fahrrad zu fahren. Und gleich, wenn man rauskommt beim Stellplatz, geht es los auf einem Fahrradweg und man kann hier an der Mosel entlang ein ganzes Stück fahren, oder beziehungsweise gibt ja hier viele Fahrradwege oder den Moselradweg, so heißt es, glaube ich, genau. Und da kann man dann natürlich schöne Touren machen von hier aus. Ja, hier auch die Möglichkeit zu wandern. Es gibt den Moselsteig, da wandert man dann durch die Berge hier, durch die Weinberge und hat immer eine schöne Sicht auf die Mosel. Nicht immer, aber oft. Wenn man einen Supermarkt braucht, dann überquert man hier die Mosel und dann fahren wir rüber zur Stadt Schweich, oder Stadt weiß ich nicht, aber es ist ein Ort. Und dort kann man einkaufen. Direkt hier nach der Brücke kommt ein großer Supermarkt, dort kann man dann einkaufen. Und dann ist es passiert, wir haben eine Panne mit unserem Fahrrad. Rita hatte sich ein Stück Draht in den Reifen reingefahren und die Luft war in wenigen Sekunden raus aus dem Reifen. Dann haben wir den Reifen oder den Schlauch gefüllt mit einem Spray. So konnten wir zumindest halbwegs noch wieder zum Platz zurückfahren. Teilweise mussten wir laufen. Dann habe ich das Rad ausgebaut, den Schlauch rausgenommen
und dann festgestellt, dass das Ventil abgerissen ist. Also nützt da auch nichts mehr mit Flicken, sondern da muss dann ein neuer Schlauch her. Dann haben wir die umliegenden Fahrradhändler angerufen, aber diese Größe von Schlauch, weil das ja so ein breiter Reifen ist, war nicht vorrätig. Dann haben wir unseren Hersteller bzw. Händler vom Fahrrad angerufen, der hat sowas natürlich da und hätte uns den sofort zugeschickt, aber wir wollten natürlich in 1-2 Tagen weiter und dann passt das alles nicht. Dann hatte ich die Idee, das Ganze bei Facebook zu posten, und zwar in meiner Gruppe, in der Haco-Video-Gruppe. Das sind ja 26.000 Mitglieder und vielleicht ist einer dabei, der sowas hat. Und tatsächlich, Norbert hat sich dann bei mir gemeldet. Der ist nur 10 Kilometer entfernt und hat mir geschrieben, er kann mir den Schlauch am nächsten Tag bringen. Und so ist es auch passiert. So kamen die beiden, Norbert und seine Frau, und haben uns den Schlauch gebracht. Und so konnten wir noch am selben Tag weiterfahren und auf dem nächsten Platz habe ich dann die Reparatur durchgeführt und den neuen Schlauch eingebaut. Danke nochmal an alle für die Tipps und danke auch für die Hilfe, die uns angeboten wurde. Danke natürlich nochmal recht herzlich an Norbert. Er hat natürlich seinen Schlauch wiederbekommen. Ich habe beim Hersteller 2 neue bestellt und einen davon hat er bekommen. Dann gab es noch den Tipp, dass man Fahrräder, die eine hydraulische Bremse haben, nicht auf den Kopf stellen soll. Das habe ich mir gemerkt. Beim nächsten Mal mache ich es nicht. Wir haben hier dann noch entsorgt. Wir waren hier insgesamt 3 Tage auf dem Stellplatz und uns hat es hier gefallen. Es gibt ja viele Stellplätze. Wir kennen auch schon einige hier an der Mosel, aber diesen kannten wir bisher nicht. Zum Bezahlen muss man Richtung Ausgang gehen oder fahren. Dort steht dieses Fass und hier kann man dann seine Stellplatzgebühr bezahlen. Man kann das allerdings nur im Bar, wenn ich das richtig sehe, hier bezahlen. Kostet 15 €, habe ich ja schon gesagt. Und hier auf dem Bildschirm wird angezeigt, wie der Bezahlvorgang abläuft. Man schiebt hier das Ticket ein und dann wird oben im Display angezeigt, wie viel man bezahlen muss. Dann bezahlt man, bekommt das Ticket wieder und kann dann mit dem bezahlten Ticket die Schranke öffnen. Wir reisen jetzt weiter durch Deutschland. Ich werde in den nächsten Wochen immer wieder berichten über Stellplätze, die wir genutzt haben, wie es dort aussieht. Und vielleicht hilft es dem einen oder anderen dann ja, wenn er mal auf Reisen ist, wenn er dann so einen Platz nutzen will. Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye, bis zum nächsten Mal.